was erleben die Menschen dort? Und wir haben und sehen es, ich war vor 3 Wochen dort, ununterbrochen Angriffe mit Raketen, Marschflugkörper, mit Drohnen. 80% der Infrastruktur ist ausgefallen. Das heißt, sie können nicht heizen. Das ist ja auch die Idee Wladimir Putins, dass er sozusagen die Ukraine auch von innen, dadurch, dass sie nicht mehr heizen können, die Städte eben unbewohnbar macht. Ja, mich beschäftigt das und ich bin offen gestanden sprachlos darüber, wie der Bundeskanzler der Bundesrepublik, der zurzeit in Brasilien ist, dort ist Sommer, er wird jetzt gleich ins Bett gehen, damit klarkommt, ernsthaft die Diskussion, die wir führen, schicken wir den Taurus oder nicht, zu seinem Wahlkampf degradiert. Das ist zynisch und das kann ich einfach nicht verstehen. Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's mal wieder um Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die mit ihren Aussagen mal wieder für Kopfschütteln sorgt. Stellt euch vor, erst wird Olaf Scholz vorgeworfen, dass er nicht mit Putin redet. Jetzt, wo er es tut, ist es auch wieder falsch. Warum? Weil Frau Strack-Zimmermann meint, Scholz hätte das nur für seinen Wahlkampf inszeniert. Ihr glaubt, das war's schon? Nicht mal das Gespräch selbst passt ihr. Hat Scholz Putin klar gesagt, die Krim gehört nicht zu Russland? Hat er ihn aufgefordert, die Ostukraine zu räumen? Sie sagt, das wissen wir nicht, aber unterstellt trotzdem, dass er es nicht getan hat. Und dann kommt der nächste Hammer. Statt mal zu überlegen, wie man Europa zusammenbringt, fordert sie, Putin weiter zu isolieren. Wie soll das gehen, wenn die EU-Staaten nicht mal einig sind? Strack-Zimmermann redet von Solidarität und Zusammenhalt, während sie selbst den Kanzler und seine Politik auseinanderpflückt. Es wirkt, als würde sie mehr eskalieren, ohne Rücksicht auf die Folgen. Und die Flüchtlingskrise, die durch den Krieg verschärft wird, laut ihr müssen wir einfach noch mehr Menschen aufnehmen, weil das ja Putins Plan ist. Was denkt ihr? Ist das eine Lösung oder reines Wunschdenken? Schaut euch das Video an, denn wir nehmen das alles auseinander. Strack-Zimmermanns Forderung, ihre Doppelmoral und die Frage, wohin uns dieser Kurs wirklich führt. Das dürft ihr nicht verpassen. Auf geht's! Vertiefen wir das mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses der Europäischen Union, mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Frau Strack-Zimmermann, Ihnen einen schönen guten Morgen. Vor 1000 Tagen hat Russland die Ukraine angegriffen. Was macht das mit Ihnen persönlich, wenn in verschiedenen Parteien in Deutschland noch immer viel mehr von einer Auseinandersetzung statt von Russlands Krieg gegen die Ukraine gesprochen wird, ohne zudem ja den Angreifer klar zu benennen? Das macht mich offen gestanden sprachlos und letzteres fällt mir eigentlich ist eigentlich nicht meine Sache. Ich bin in Brüssel zurzeit, es regnet und gießt draußen und heute Nacht, als ich wach geworden bin, habe ich gedacht, was geht in der Ukraine oder was erleben die Menschen dort? Und wir haben und sehen es, ich war vor 3 Wochen dort, ununterbrochen Angriffe mit Raketen, Marschflugkörper, mit Drohnen. 80% der Infrastruktur ist ausgefallen, das heißt, sie können nicht heizen. Das ist ja auch die Idee Wladimir Putins, dass er sozusagen die Ukraine auch von innen, dadurch, dass sie nicht mehr heizen können, die Städte eben unbewohnbar macht. Ja, mich beschäftigt das und ich bin offen gestanden sprachlos darüber, wie der Bundeskanzler der Bundesrepublik, der zurzeit in Brasilien ist, dort ist Sommer, er wird jetzt gleich ins Bett gehen, damit klarkommt, ernsthaft die Diskussion, die wir führen, schicken wir den Taurus oder nicht, zu seinem Wahlkampf degradiert. Das ist zynisch und das kann ich einfach nicht verstehen. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Zunächst schauen wir noch auf einen anderen Aspekt, denn die Ukraine, Sie haben das angesprochen, kämpft weiter ums Überleben. Und Russlands Präsident Putin, der überschreitet ja so gesehen seit 1000 Tagen eine rote Linie nach der anderen. Mit einem der schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine hat Putin ja auch gerade gezeigt, was er von Telefonaten und Friedensbemühungen hält. Wie kann denn die EU da jetzt gegenhalten? Naja, also erstes war das ein Alleingang des Bundeskanzlers, das Telefonat mit Putin, weil nämlich das Ziel ist und war und sollte immer sein, Putin zu isolieren und eben in Europa diesbezüglich gemeinsam aufzutreten. Das hat er einmal mehr nicht gemacht, weil er eben im Wahlkampf ist und nach außen signalisieren wollte mit melodramatischen Fotos, wie er da am Schreibtisch sitzt in der Nacht und den Bürgern klar macht, schaut mal, ich kämpfe für euren Frieden. Und das hat eben mit Friedenskampf nichts zu tun, im Gegenteil. Die Antwort von Putin war mehr als deutlich. Die Bombardements nehmen zu.
radikal zu, und zwar bis an die Westgrenze, also bis nach Polen hin, wo die polnische Luftwaffe sich auch aufgefordert sah, seine Flugzeuge zu aktivieren, um die Außengrenze der NATO zu kontrollieren. Also insofern, das, was wir da gerade in der Ukraine erleben, ist ein Drama. Und ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, was das letztlich für uns bedeutet. Das ist nämlich damit, dass wir mitgefährdet werden. Und das ist für Europa eben eklatant, weiß Europa auch, dass auch weiterhin Flüchtlinge sich auf den Weg machen werden Richtung Europa, Deutschland, andere Staaten. Weil irgendwann werden die 30 Millionen Menschen, die noch in der Ukraine sind, ungefähr 8 Millionen sind auf der Flucht, werden ihr Land verlassen müssen. Das heißt, das hat auch viele Effekte, das will Putin übrigens auch, Destabilisierung, indem man Flucht auslöst. Das ist alles ein Bild, was gezeichnet wird. Was kann Europa machen? Sehr deutlich erklären, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Jedes Land kann das tun, was es tun muss oder sollte und was es für technische Möglichkeiten hat. Da sind wir letztendlich natürlich bei Deutschland, weil Deutschland ist ein Vorbild. Und in Europa wird sehr stark geschaut, was machen die Franzosen, was machen die Deutschen in einem solchen Fall. Und wenn wir nachlassen, dann werden auch die anderen nachlassen. Und ich habe sehr viel Kontakt logischerweise zu den baltischen Staaten, zu den nordischen Staaten, die eine Grenze zu Russland haben. Die verstehen diese Welt nicht mehr. Da war ein ganz interessanter Punkt drin, Frau Strack-Zimmermann. Vielleicht können Sie uns das noch mal genau erklären. Warum ist es denn schlecht, jetzt mit Putin zu telefonieren? Denn wenn da als Ergebnis rauskommt, dass er eben wirklich noch immer nicht verhandlungsbereit ist, dann ist das doch gerade jetzt eigentlich ein Ergebnis, das man all denen präsentieren kann, die eben ständig fordern, man müsse doch einfach nur mal mit ihm reden. Naja, es war ja keiner von uns bei dem Telefonat dabei. Der Kanzler hat gesagt, er hätte Putin gesagt, er soll bitte mit der Bombardierung aufhören. Hat er ihn auch gesagt, er soll die Ostukraine verlassen? Hat er ihm gesagt, dass die Krim nicht russisch ist? Das wissen wir nicht. Ich nehme an, das hat er nicht gesagt. Und wie war die Antwort von Putin? Hat er gesagt, lieber Olaf, das ist ja schön, dass du in den letzten Tagen deiner Kanzlerschaft mich anrufst, interessiert mich aber nicht. Wir wissen das ja nicht. Da ist ja etwas inszeniert worden. Und das hat mit Solidarität für die Ukraine, das hat mit Solidarität, dass wir in Europa zusammenstehen müssen, übrigens mehr denn je, weil wir ja nicht wissen, was nach der Wahl von Präsident Trump noch alles auf uns zukommt, ist die Solidarität und der Zusammenhalt enorm wichtig. Und Putin, der lange in Deutschland gelebt hat, der unsere Mentalität kennt, übrigens auch unsere Sprache spricht, der ist natürlich darauf aus, dieses Europa zu spalten. Er hat ja auch den einen oder anderen, wie den ungarischen Präsidenten diesbezüglich auf seiner Seite, Viktor Orban. Das ist sein Ziel, Europa zu spalten, den Westen zu spalten, um ungeniert und ungehindert, und das seit 1000 Tagen, die Ukraine von der Landkarte zu löschen. Und es geht hier nicht nur in Anführungszeichen um die Ostukraine. Sein Ziel ist die ganze Ukraine, und das muss uns immer wieder klar sein, was das auch für uns bedeutet, letztendlich an Sicherheitsfragen. Das sind die Einschätzungen der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses der Europäischen Union, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frau Strack-Zimmermann, ganz lieben Dank Ihnen für Ihre Zeit heute früh und einen guten Start in den Tag. Dankeschön.